wir wieder. Schön, dass ihr da seid. Claudia und Sonja. Und wenn ihr Lust habt, kommt ihr einfach wieder mit und begleitet uns bei unseren Touren. Ja, unsere Tour geht heute durch die Saraqina-Schlucht in der Nähe von Ierapetra, welches sich im Südosten der Insel befindet. Und die Tour durch die Schlucht selber ist nicht sehr lang, aber sie hat es tatsächlich in sich. Uns erwartet heute ein wenig Kletterei und ich bin mal echt gespannt, wie Claudia das so finden wird. Guten Morgen! Guten Morgen, wir sind wieder unterwegs und heute machen wir die Saraqina-Schlucht. Ja! Sonja war schon da, ich nicht. Normalerweise sagt man von der Saraqina-Schlucht hier und geklettere und recht viel Wasser. Ja. Obwohl, ich glaube nicht, dass viel Wasser dieses Jahr da ist, weil es ist ein recht trockener Sommer gewesen, wie immer. Genau. Eigentlich, aber und hat wenig geregnet, generell schon seit letzten Winter, beziehungsweise hat es letzten Winter ja schon nicht geregnet. Von der Seite mal gucken, was wir noch an Wasser finden oder nicht. Genau, wir werden sehen. Genau. Eine kleine Schlucht, du hast gesagt eine Stunde ungefähr? Ja, ungefähr. Also wir haben es in einer halben Stunde gemacht, aber wir sind auch relativ durchgezogen. Das muss man dazu sagen, wenn man es ein bisschen gemütlicher macht, Stunde ist man, denke ich, gut dabei. Na ja. Dann wollen wir das mal in Angriff nehmen. Genau, und wir machen das als Rundweg. Das heißt, wir laufen dann allerdings teilweise müssen wir dann die Straße nachher zurücklaufen. Ja, das ist aber egal. Dann machen wir das. Wunderbar. Gut, dann mal los. Dann wollen wir mal. Gut. Ja, der Weg fängt schon mal sehr schön an. Schau mal, wie fein das gepflastert ist. Ja, man läuft hier so durch eine Wasserrinne und dann wird das hier so mit einem Holzsteg. Und was machst du, die neueste Yoga-Übung? Ach, sie filmt. Na sehr, du filmst mich und ich film dich. Na sehr schön. Ja, stimmt. Sonst hast du die Arme immer vor der Actioncam, ne? Na sehr schön. Es sieht sehr elegant aus, mein Schatz. Die letzten Besucher. So, wir kommen jetzt hier langsam in die Schlucht rein. Ein bisschen Wasser ist auch noch da. So. Und ja, gucken wir mal, wie es heute ist. Ja, das wird ja wirklich ein Gekraxele werden. Oh Gott, Sonja, wo du mich mal wieder hinschleppst. Ja, einer muss ja schuld sein. Ja, wie immer. Genau. So, ja, es ist tatsächlich ein bisschen Kraxelei, aber das wussten wir. Schön ist, dass tatsächlich noch Wasser drin ist. Da freue ich mich sehr drüber. Ja, das sieht schon alles sehr spannend hier aus. Sonja ist da hoch und wir müssen da hin. Wir sind ja hier da durchgekrabbelt und eigentlich ist das hier ein Bachlauf. Wenn man da an den Felswänden sieht, wie hoch das Wasser normalerweise hier steht. Sonja steht auch mitten im Bachbett.
Aber ich glaube, wenn hier ganz viel Wasser drin ist, erstens ist es ganz schwierig, aber trotzdem, ich glaube, das sieht dann richtig genial aus. Ein bisschen Action, da geht es jetzt gleich weiter. Über die wilde Leiter mit bisschen Seil. Ja, werden wir gleich mal sehen, wie wir da durchkommen. Und ja, richtig wild hier. Guckt mal. Und ganz rosa Felswände hier. Hoffe, man kann das ein bisschen sehen. Ja, sehr schön. Jetzt drehen wir den Spieß mal rum. Jetzt film ich dich mal, wie du da hochgekraxelt kommst. Ja, das passt schon. Ich weiß, du machst sowas unheimlich gerne. Ja. Ja. Sonja in ihrem Element. Ja. Yes. Siehst du? Hier ist der Pool. Und wenn du dir vorstellst, wenn jetzt viel Wasser ist, ja, ich sag mal, kommt hier so ein richtiger Wasserfall runter. Das kann man nicht sehen. Ja. Das wird hier Ja, hier ist gerade mal ein gerades Stück. Hier kann man mal ein bisschen gut laufen. Keine Klettereien. So. Aber sehr schön, guckt mal. Boah. Und man hört das Wasser. Mal gucken, was da vorne auf uns wartet. So, da geht's weiter. Ja, das sieht echt hier so ein bisschen dschungelmäßig aus, hä? Wir sind jetzt hier am Ausgang angekommen. Da müssen wir jetzt gleich ein bisschen hoch. Hier kreuzen wir jetzt nochmal den kleinen Bachlauf. Ja, nicht viel Wasser heute, aber ein bisschen haben wir ja tatsächlich noch gehabt. Und ja, da sind wir rausgekrochen, beziehungsweise eher so ein kleines Stückchen neben dem Bachlauf. Aus der Schlucht sind wir ja jetzt raus. Wir haben eine ordentliche Pause gemacht und ein bisschen was gegessen, ein bisschen was getrunken, noch ein bisschen die Aussicht genossen. Und jetzt werden wir hier langsam diesen Feldweg noch ein Stückchen weiterlaufen bis zur Straße. Und das letzte Stück müssen wir tatsächlich hier dann allerdings auf der Asphaltstraße laufen, um dann zurückzukommen zum Parkplatz. Ja, und hier sind die ganzen Rohre. Da hört man es auch ordentlich durchfließen. Also ordentlich Wasser läuft da durch. Bin mir ganz sicher, ist das Wasser aus der Schlucht. Was dann hier, wofür auch immer benutzt wird, wahrscheinlich zum Wässern. Obwohl, ich glaube, es ist sogar Trinkwasser, oder Claudia? Ich habe keine Ahnung. gut vorstellen. Ich auch. Ich auch. Wie gesagt. Dörfer unten damit versorgt werden. Richtig. Und da unten, da haben wir angefangen. Da sind wir losgelaufen und da geht es jetzt zurück. Wir haben allerdings jetzt ein bisschen Straße und müssen jetzt noch ein paar Serpentinen laufen, bis wir dann da unten wieder ankommen. Da ist auch die Schnörkelstraße. Wir gehen jetzt hier weiter. Und dann kommen wir da unten, müssen wir ganz längs. Und dann kommen wir irgendwann da unten wieder an. Ja,
Ja, die Wanderung in der Sarakina-Schlucht haben wir jetzt beendet und mittlerweile befinden wir uns schon auf dem Weg runter an die Südküste zu dem kleinen Ort Myrtos, wo wir dann noch gemütlich einen kleinen Ortsrundgang machen und einen Kaffee trinken werden. Wir sind jetzt hier in Myrtos und da werden wir uns jetzt mal ein bisschen umgucken. Dann gehen wir mal hier in den kleinen Ort. Jo. Das ist ein ganz süßer Ort hier unten in der Nähe von Ierapetra. Und soweit ich weiß, sind hier auch tatsächlich viele Ausländer, die hier auch den Winter über, sag ich mal, also überwintern, wie wir so schön sagen, auf der Insel. Genau, aber ein ganz süßer kleiner Ort hier. Und da muss ich jetzt gleich noch ein Foto haben. Hier ist ganz typisch eine ganz süße kleine alte Kirche. Da. Und eigentlich, aber das hat jetzt natürlich zu, gibt es hier auch ein sehr nettes Museum. Genau. Ah, hier oben, das ist wohl ein Kindergarten oder Schule oder irgendwas. Und das ist eigentlich das Museum. Aber wie gesagt, jetzt natürlich geschlossen, weil es außerhalb der Saison ist. Denn hier bei Myrtos gibt es eine minoische Ausgrabungsstätte. Und hier haben wir die Kirche. So. Da haben wir das Kirchlein. Und dann können wir hier einmal wieder rum. Unser Ausflug in die Sarakina-Schlucht und natürlich auch dem Ort Myrtos neigt sich jetzt langsam dem Ende entgegen, wie auch langsam der Tag. Und wir sind mittlerweile auf der Rückfahrt wieder zurück nach Heraklion. Wir hoffen natürlich, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir heute beim Zuschauen und wir hoffen, ihr seid auch nächstes Mal wieder dabei. Alles Gute und bis demnächst. Tschüss!